Amen. Amen. At the end of the last presentation, Am Ende der letzten Präsentation I asked the question, habe ich die Frage gefragt, what is the loud cry of the third angel? was ist denn der laute Ruf des dritten Engels? So we want to go to early writings, Also wir wollen jetzt zu frühen Schriften gehen, Early Writings, page 277. Seite 277. We've read this portion yesterday, Wir haben diesen Portion schon bereits gestern gelesen. we see this angel coming down from heaven, Wir sehen, wie dieser Engel aus dem Himmel herunterkommt. and when he descends, Und wenn er hier niederkommt, he's commissioned or he's got a job to do. dann hat er ein Werk zu tun. So I'll read first, then paraphrase. Ich lese es erst und dann sage ich es nochmal in meinen Worten wieder. Page 277, paragraph 1, second sentence. Seite 277, Paragraph 1, der zweite Satz. Then I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth to unite his voice with the third angel. Dann sah ich einen weiteren Engel, der den Auftrag hatte, zur Erde zu gehen, um seine Stimme mit der des dritten Engels zu verbinden And to give power and force to his message. und Macht und Kraft seiner Botschaft zu geben. The his is the third angel. Also das Seiner ist hier der dritte Engel. So we've established that this angel of Revelation 18 comes down Wir haben etabliert, dass der Engel aus Offenbarung 18 herniederkommt and joins with the work of the third angel. mit der Arbeit des dritten Engels sich verbindet. When he does, Und was er tut, he gives power and force to the third angel's message. und wenn er das tut, gibt er Kraft und Macht der dritten Engelsbotschaft. And it's that phrase, power and force, which I'm marking as the empowerment of that message. Und dieser Satz hier, dieses Macht und Kraft geben, ist das, was ich als die Bekräftigung markiere. This angel that comes down from heaven Dieser Engel, der aus dem Himmel herniederkommt, had great power and glory. hatte große Macht und Herrlichkeit. When he came to the earth, it was lightened with his glory. Und als er zur Erde kam, da wurde sie mit der Herrlichkeit erfüllt. If you go to Revelation 18, verse 1, Wenn wir zur Offenbarung 18, Vers 1 gehen, as you're turning there, we'll read from early writings. während ihr das aufschlagt, lesen wir noch von Early Writings. She says, the earth was lightened with his glory. Da heißt es, dass die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet wurde. It's a direct quote from Revelation 18, verse 1, the last part of the verse. The earth was lightened with his glory. Sie zitiert hier direkt aus Offenbarung 18, Vers 1, der letzte Teil dieses Verses, dass die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet wurde. She then goes on to say, the light which attended this angel penetrated everywhere. Und dann sagt sie hier weiter, das Licht, das dieser Engel hatte, ging überall hin. And he cried with a strong voice, Babylon is fallen and is become the habitation of devils. Und mit starker Stimme rief er, Babylon, die Große, ist gefallen und sie ist eine Behausung von Teufeln geworden. She quotes directly Revelation 18, verse 2. Und sie zitiert hier direkt Offenbarung 18, Vers 2. She then makes a comment. Dann tut sie es kommentieren. Before we do that,
bevor wir das jetzt lesen. We've got Revelation 18. I put 1 to 3, but she has quoted 1 to 2 in this passage. Also wir sehen hier, ich habe hier Offenbarung 18, 1 bis 3 markiert. Sie hat jetzt nur die Verse in 1 und 2 in diesem Zitat zitiert. Of course, it's the second angel. That's what he's saying. Babylon is fallen. It's the same statement that's given in Revelation 14, verse 8. Natürlich, das hier ist der zweite Engel, die zweite Engelsbotschaft. Sie hat die gleiche Botschaft. Es ist hier die gleiche Botschaft wie Offenbarung 14, Vers 8. She then goes on to say, Und dann sagt sie, the message of the fall of Babylon, die Botschaft vom Fall Babylons, as given by the second angel, die von dem zweiten Engel gegeben wird. and you remember we said it's not this one that she's speaking about, Und erinnert euch, dass ich gesagt habe, es ist nicht dieser hier, über den sie spricht, is repeated. wird wiederholt. So this is the repeat, Also das hier ist die Wiederholung. which means that the message had to have come beforehand. Das heißt, das bedeutet, die Botschaft musste bereits vorher schon mal gekommen sein. And that's what we had in this picture work. Und das ist, was wir hier in diesem Bild hatten. The message of Babylon is falling Die Botschaft kommt von Babylon ist gefallen. is repeated, Und hier wird sie einfach which wiederholt. means it had to have come before. Was bedeutet, dass sie bereits vorher schon mal da war. Which is what we have here. Was wir hier dann haben. She's going to tell us when that happens. Und sie sagt uns, wann das passiert. When the message is repeated, Wenn die Botschaft wiederholt wird, she says some additional information is given, da sagt sie, dass es noch ein bisschen mehr Information da gegeben wird. with the additional mention of the corruptions which have been entering the churches since 1844. Mit weiterer Erwähnung der Korruption, die in die Kirchen reingekommen sind seit 1844. So the churches were corrupted here in Also- 1844, Also im Jahre 1844 waren die Kirchen bereits schon korrupt. which is when this angel first gave its message. Das ist, wo dieser Engel als erstes seine Botschaft gegeben hat. Since then, Und seitdem the churches have become more and more corrupt sind die Kirchen immer weiter korrupt geworden. until Bis it gets to a stage where they are now full. zu einem Punkt, wo es jetzt das Maß voll ist. We know it's full Und wir wissen, dass es voll ist, from one key word in 18 verse 2. von einem Schlüsselwort in Offenbarung 18, Vers 2. The word every. Weil es da heißt, alles. It says every spirit and every bird. Es heißt hier, alle unreiner Geist und alle unreinen verhassten Vögel. So the word every indicates completion. Also dieses Wort aller bedeutet eigentlich, dass das Maß voll ist. So the fall is complete. Also dieser Fall ist komplett. It began in 44 and it's completed by the time this angel comes down. Also es fängt 1844 an und wenn dieser Engel dann herniederkommt, ist das Maß voll. The work of this angel comes at the right time. Die Arbeit dieses Engels kommt zur rechten Zeit. The right time is the following. Und die richtige Zeit ist jetzt die folgende Zeit. It's the time of the last great work of the third angel. Es ist die Zeit des letzten großen Werkes der dritten Engelsbotschaft. So we have here Also wir sind jetzt hier. the last or the ending work of the third angel. Die letzte große Arbeit des dritten Engels, die Abschlussarbeit. And that's how we had drawn it yesterday. Und so haben wir das auch gestern gezeichnet. The voice of this angel, Die Stimme dieses Engels, second angel, der zweite Engel, joins the voice of the third angel tut sich mit der Stimme des dritten vereinen, as the third angel begins to do its last great work. während der dritte Engel jetzt nun sein letztes großes Werk tut. Then she goes on to say, Dann sagt sie weiter, we'll back up a little bit, wir gehen noch mal ein bisschen zurück. to join the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. Also er feindet sich mit dem letzten großen Werk des dritten Engels und während es zu einem lauten Ruf anschwillt. So when it says as it swells to a loud cry, that means as it begins to swell to a loud cry. Also während es hier sagt, während es zu einem lauten Ruf anschwellt, dann bedeutet es, während hier dieser laute Ruf anfängt. So the third angel Also dieser dritte Engel begins to, she uses this term swell. Sie benutzt hier diesen Begriff, dass es anschwillt, So the message also die Botschaft, that this angel is giving die dieser Engel gibt,
which means its voice, welches seine Stimme bedeutet, begins to swell. fängt an anzuschwellen. So what is the swelling of a voice? So, was ist denn dieses Anschwellen einer Stimme? It means to get louder. Es bedeutet, dass es lauter wird. It means increase the volume. Es heißt da, das aufzudrehen, also zu vergrößern, die Do we agree with that? Lautstärke. Tun wir damit übereinstimmen? Increase the volume. Tut diese Lautstärke vergrößern. So at the end of the last presentation, So am Ende der letzten Präsentation I asked, what is the loud cry habe ich gefragt, was ist denn dieser laute Ruf of the third angel? des dritten Engels? And people said, Und Leute sagten, it's Revelation 18, verse 4. es ist Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Now, I want us to think about that Und ich möchte, dass wir darüber nachdenken, in reference to what we have just said. in Bezug auf das, was wir gerade eben erst gesagt haben. The statement reads, Die Aussage sagt hier, the message swells. die Botschaft schwillt an. And our brother said, Und mein Bruder sagte, swelling means increase the volume. das Anschwellen bedeutet einfach, dass die Lautstärke hochgedreht wird. Now, if I whispered Wenn ich jetzt flüstern würde and I shouted, und dann wäre ich dann laut, if I said stop wenn ich sagen würde, stopp or stop, oder stopp, what has changed? was hat denn sich hier verändert? The volume has changed. Die Lautstärke hat sich verändert. Has the message changed? Hat die Botschaft sich verändert? No. Nein. So at the end of the last presentation, Also am Ende der letzten Präsentation, the suggestion is der Vorschlag ist, that the message changed. dass die Botschaft sich geändert hatte. Revelation 14, Offenbarung Kapitel 18, 14, Entschuldigung, verses 9 Verse 9 to 11 or 12. bis 11 oder 12. I would say to 11. Ich würde vorschlagen bis zu Vers 11. Do we agree that's the message of the third angel? Tun wir damit übereinstimmen, dass dies die Botschaft des dritten Engels ist? We'll agree with that. Wir tun alle damit The übereinstimmen. message of the third angel is Bot- found in Revelation 14. Die Botschaft des dritten Engels wird in Offenbarung 14 gefunden. If we were going to summarize that, Wenn wir diese zusammenfassen würden, we would say dann würden wir sagen, that this is a warning dass dies eine Warnung ist, to not receive the mark of the beast. das Mahlzeichen des Tieres nicht zu empfangen. That's a simplified version of all of those words. Das ist eine vereinfachte Version von all diesen Worten. People are turning there. Maybe we should turn there. Leute sind da hingegangen, haben das aufgeschlagen, vielleicht Verse sollten wir das 9. auch tun. Vers 9, 14:9 14, Vers 9. speaks with a loud voice. Er rief mit lauter Stimme, If you worship the beast wenn jemand das Tier in seinem Bild anbetet or the image of the beast, oder das Bild des Tieres and you receive the images or the beast's mark, und das Mahlzeichen des Tieres oder sein Bild annimmt, you're going to be in trouble. dann hast du ein Problem. Verse 10. Vers 10. This is what will happen to you. Das ist, was dir passieren wird. You're going to receive the wrath of God. Du wirst den Glutwein Gottes bekommen. This wrath Und dieser Zorn is poured upon people. wird auf Leute ausgegossen werden. That's verse 10. Vers 10. Verse 11. Vers 11. The result of that wrath, Und das Resultat dieses Zornes, the smoke of their torment, die Rauch ihrer Qualen, the cries, the screams that they have, die Schreie, die sie haben, ascends forever and ever. wird von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen. There's no relenting, there's no rest, day or nor night. Da gibt es keine Ruhe Tag oder Nacht. Who worship the beast and the image, Wer das Mahlzeichen sein Tier anbetet and who receive the mark. und der auch das Mahlzeichen hat. So the last part of verse 11 Also der letzte Teil von Vers 11 is the same information that's given in verse 9. ist die gleiche Information, die wir auch in Vers 9 bekommen. Hopefully we can see that. Ich hoffe, dass wir das sehen können. So verse 9 Also Vers 9 tells you what people will do. sagt uns, was Leute tun werden. Chapter 10 Kapitel 10, and the beginning of 11 Vers 10 und Vers 11 tells you what the result will be. sagt uns, was das Resultat ist. And the last part of 11 Und der letzte Teil von Vers 11 repeats the beginning of 9. wiederholt nun die Worte von Vers 9. Hopefully you can see there's a chiasm there. Ich hoffe, ihr könnt sehen, dass es da einen Chiasmus gibt. It speaks about
the mark of the beast. Es spricht hier über das Malzeichen des Tieres. It speaks about the mark of the image of the beast. Es spricht über das Malzeichen der Kopie des, Tieres And worship. oder das Bild des Tieres und Anbetung. It says this is what some people will do. Und das ist, was manche Leute tun würden. Verse 9. Vers 9. If you receive any of those things, Wenn du irgend so etwas annimmst, if you worship the beast, wenn du das Tier anbetest or you receive the image, oder du dieses Bild sorry, bekommst, the mark, Entschuldigung, dieses Malzeichen, there'll be punishment. da wäre dann eine Strafe. And then it closes that segment Und dann wird diese Sektion damit abgeschlossen, by telling you who receives the punishment. indem es uns erzählt, wer diese Strafe erhält. Those who receive the mark of the beast, Diejenigen, die das Malzeichen des Tieres the erhalten, mark of his image, das Malzeichen seines Bildes and those who worship. und diejenigen, die anbeten. So there's a nice chiasm there, Also da gibt es einen schönen Chiasmus hier. centered around the concept of punishment. Und das ist alles zentral um dieses Konzept der Strafe drauf rumgebaut. So that's the message of the third angel. Also das ist die Botschaft des dritten Engels. We know that this message, Wir wissen, dass diese Botschaft from this point, von diesem Punkt an is going to swell to a loud cry. zu einem lauten Ruf anschwellen wird. And what people tend to do Und was Leute dazu neigen zu tun, is that they want to take that cry, ist, dass sie diesen Ruf nehmen möchten, we'll call it that message, und wir nennen es jetzt diese Botschaft, and instead of increasing the volume, und anstelle, dass sie diese Lautstärke jetzt vergrößern, what do people do? was versuchen Leute zu tun? They change the Sie message. tun die Botschaft ändern. And that's what some of us did in the suggestion earlier today. Und das ist, was in diesem Vorschlag von vorhin eigentlich gemacht wurde. 18 verse 4. 18, Vers 4. Come out of her, my people, Komm aus ihr heraus, mein Volk, that you do not receive punishment. damit ihr nicht diese Strafe erhaltet. Now, because it's dealing with punishment, Weil es hier um Strafe geht, people tend to associate it with the third angel. denken Leute oder neigen sie dazu, das mit dem dritten Engel zu verbinden. If you do this thing, Also wenn man das hier tut, you'll receive punishment. dann bekommt man die Strafe. You'll receive punishment Und man bekommt die Strafe, if you've done those things. wenn man diese Dinge getan hat. That's the third angel's message. Das ist die dritte Engelsbotschaft. 18 verse 4 says, 18, Vers 4 sagt, come out of her komm aus ihr heraus, so that you don't receive punishment. sodass du nicht die Strafe bekommst. So the last part of that message Also der letzte Teil dieser Botschaft is similar to the message of the third angel. ist ähnlich mit der dritten Engelsbotschaft. But the first part is not. Aber der erste Teil ist nicht. First part of the third message says, Der erste Teil der dritten Engelsbotschaft sagt, if you do this, wenn du das tust, you'll be punished. dann wirst du eine Strafe bekommen. Revelation 18 verse 4 Offenbarung 18, Vers 4 says, come out of her sagt, komm aus ihr heraus, so you don't be punished. damit du nicht gestraft wirst. Now, superficially, Also wenn man oberflächlich das angeht, it may sound like the same message, da sieht es vielleicht wie die gleiche Botschaft aus. but I want us to see that it's not the same message. Aber ich möchte, dass ihr seht, dass das nicht die gleiche Botschaft ist. The third angel Die dritte Botschaft, is giving its message all the way through this history, der dritte Engel gibt seine Botschaft in dieser ganzen Zeitperiode. from its inception Von dann, wann es gegeben wird, in 1844, im Jahre 1844. and it's always said this: Und dann hier, das wird dann gesagt. don't worship Tu nicht anbeten and don't receive the mark. und tu dieses Malzeichen nicht At a annehmen. point in time An einem Zeitpunkt dann, where it's going to do the last work wo es dann dieses letzte Werk vollbringen wird, before it comes to its end, bevor es jetzt zu seinem Ende kommt, the volume of that message increases, da tut die Lautstärke dieser Botschaft wird aufgedreht. becomes more intense. Es wird intensiver. But it's the same message, it hasn't changed. Aber es ist die gleiche Botschaft. Es hat sich noch nicht, hat sich nicht geändert. We're going to see that now. Und wir werden das jetzt sehen.
going to go to this next paragraph, Lasst uns zu diesem nächsten Paragraphen gehen. 277, paragraph 2. Seite 277, Paragraph 2 in Early Writings. Let's summarize. Lasst es uns einfach zusammenfassen. This angel has come down. Dieser Engel, der hier niederkam, It's joined its voice. er hat seine Stimme. This angel has joined its voice with the voice of the third angel. Dieser Engel, der hier kommt, hat seine Stimme mit dem dritten Engel vereint. That's what that point says. Und das ist, was dieser Punkt hier aussagt. When it does that, Und wenn das getan wird, this angel's voice die Stimme dieses Engels begins to get louder. fängt an, stärker zu werden, lauter zu werden. Just when it's supposed to, because it's the last work. Und so soll das auch sein, denn dies ist das letzte Werk. That's what we've read so far. Das ist, was wir so weit gelernt haben. Paragraph 2. Zweiten Paragraphen. Angels were sent to aid the mighty angel from heaven. Engel wurden nun gesandt, um dem mächtigen Engel aus dem Himmel zu helfen. So here's the introduction of more people. Also hier haben wir jetzt die Einführung dazu, dass noch mehr Leute kommen. So after all of this has happened, Nachdem all dies hier passiert ist, the angel came down, der Engel kommt hernieder, added its voice to the third angel, hat seine Stimme mit dem des dritten Engels verbunden. then she says, Dann sagt sie, angels come. kommen Engel. These angels Und diese Engel come to help the mighty angel. helfen nun dem mächtigen Engel. That mighty angel is this one here. Und dieser mächtige Engel ist dieser hier. So there are new angels that are going to come and help this angel. Also da gibt es noch weitere Engel jetzt, die kommen werden, neue, und ihm helfen werden. And I heard voices which seemed to sound everywhere. Und ich habe Stimmen gehört, die schienen, als würden sie überall erklingen. Now those angels that came, Also diese Engel, die nun gekommen sind, this is what they said. das ist, was sie jetzt hier sagen. Come out of her, my people. Kommt aus ihr heraus, mein Volk. Don't receive of the plagues. Seid nicht Teilhabe an den Plagen. So if you check what Ellen White's quoting from, Also wenn ihr nachschaut, wovon denn Ellen White hier das zitiert, it's Revelation 18 verses 4 and 5. dann ist das Offenbarung 18, Vers 4 und 5. So Revelation 18:4, Offenbarung 18, Vers 4, come out of her, my people. kommt aus ihr heraus, mein Volk. Who is giving that message? Wer gibt denn diese Botschaft? Is it the second angel? Ist es der zweite Engel? No. Nein. Is it the third angel? Es ist der dritte Engel? No. Nein. It's neither the second nor the third. Es ist nicht der zweite, es ist auch nicht der dritte. She says, Sie sagt, angels were sent to help the mighty angel. Engel wurden nun gesandt, um dem mächtigen Engel zu helfen. Let's stop there. Lasst uns hier mal stoppen. What is this angel's job? Was ist denn das Werk dieses Engels? It's come down from heaven. Why? Er ist vom Himmel her niedergekommen. Warum? What did it come here to do? Was ist denn seine Aufgabe hier, dass er tun soll? Don't look at the words. Schaut euch nicht die Worte an. What conceptually did it come to do? Was sollte er kommen, um was zu tun? Warum sollte er kommen, was zu tun? Let's read. Lasst es uns lesen. The mighty angel was commissioned, given a job Der mächtige Engel wurde ein Auftrag gegeben, to unite his voice with the third angel, dass er seine Stimme mit der des dritten Engels verbinden soll, to give power to the third angel. um Macht der dritten Engelsbotschaft zu geben. As my sister said, Meine Schwester hat gesagt, the role of this angel die Rolle dieses Engels is to help the third angel, ist, dem dritten Engel zu helfen, to give him power. um ihm Kraft zu geben. You okay with that? So, okay? Regardless of the words, Die Worte jetzt außer Acht gelassen. if the third angel doesn't receive help, Wenn der dritte Engel keine Hilfe bekommt, what will it not have? dann wird es was nicht haben. It will not have power. Dann wird es keine Kraft haben. It needs power to do what? Es braucht Kraft, um was zu tun, To finish um its work, seine Arbeit zu beenden. which is the last work. That's what that last work is, the finishing work. Welches dieses letzte Werk ist. Dieses letzte Werk ist eine Arbeit des Beendens. To enable it to finish its work, Um seine Arbeit jetzt so abzuschließen, it needs to shout louder. muss es lauter rufen.
In order to shout louder, damit er lauter rufen kann, it needs help. braucht er Hilfe. Now, however powerful that angel is, Wie auch immer, wie mächtig dieser Engel auch ist, the second angel, der zweite Engel, is it able to accomplish its work? ist es ihm möglich, sein Werk zu vollrichten. Its work is to help the third. Sein Werk ist, dem Dritten zu helfen. Is it powerful enough Ist es mächtig genug dazu, to accomplish that? dieses Werk auch so zu vollbringen? The answer is Die Antwort ist no, it's not. nein. How do you know it's not? Woher wissen wir das? We'll read the statement. Wir tun die Aussage lesen. Angels were sent to help the mighty angel. Engel wurden gesandt, um dem mächtigen Engel zu helfen. So if you need some help, it means you're not capable of finishing that work by yourself. Also wenn du jetzt noch Engel brauchst, das heißt, du bist nicht in der Lage, diese Dinge selber abzuschließen. So more angels are going to be sent Also mehr Engel werden noch gesandt, to help the second angel. um dem zweiten Engel jetzt zu helfen. Help that angel do what? Um den Engel jetzt was zu tun. Help that angel to give power and strength to the third. Um jetzt dem Engel zu helfen, dem Dritten mehr Macht zu geben und Kraft zu geben. We'll read the next sentence. Wir werden den nächsten Satz jetzt hier lesen. This message. Diese Botschaft, Which message? welche Botschaft? 18 verse 4. Die 18 Vers 4. The come out of her message. Kommt aus hier heraus, Botschaft. That message Diese Botschaft was in addition war eine Addition to the third message. zu der dritten Engelsbotschaft. So we know Revelation 18 verse 4 is not the third angel's message. Also wir wissen, dass Offenbarung 18 Vers 4 nicht die dritte Engelsbotschaft ist. It's in addition to the third angel's message. Es ist eine Addition, wie nennt man das auf Deutsch nochmal? Zusatz, danke. Ein Zusatz zu der dritten Engelsbotschaft. How many messages do we have? Wie viele Botschaften hat man denn, If you're counting. wenn wir jetzt gezählt haben? 3. 3. Is that what we all said? Someone said 3 plus 1. We have the third. Wir haben eine dritte, We have the second. wir haben die erste, wir haben die zweite. And then it says there was this message in addition. Und dann gab es jetzt noch diesen Zusatz, diese Botschaft als Zusatz. So now we have these other angels. Also jetzt haben wir diese anderen Engel. So now there are 3 messages that all combine together. Also jetzt haben wir hier 3 Botschaften, die alle zusammenkommen. Just look into the structure of what she teaches. Schauen wir uns einfach nur die Struktur an, was sie hier lehrt. You can see Man kann da sehen, that this angel comes before these ones dass dieser Engel vor diesen kommt, because this one comes and then these add or help this angel. denn hier haben wir diese Botschaft und dann haben wir diese anderen Engel, die diesem Engel helfen. There's a number of things that we can glean from this. Da gibt es noch mehrere Dinge, die wir da rausziehen können. Then she makes an interesting observation. Dann macht sie eine interessante Beobachtung. She's going to do a repeat and enlarge or a parable. Sie tut hier eine Wiederholung und Erweiterung anwenden, beziehungsweise ein Gleichnis. This message Diese Botschaft was in addition to the third message. war ein Zusatz zu der dritten Botschaft. We already read that. Wir haben das bereits gelesen. Joining it, what is the it? Also sich damit zu verbinden, was ist dieses Es? They joined it. Sie haben sich damit verbunden. What did they join? Was ist denn das, mit dem sie sich verbunden haben? Third angel's message. Die dritte Engelsbotschaft. Joining the third angel as the midnight cry joined the second angel's message in 1844. Also sie haben die dritte Engelsbotschaft damit sich verbunden, so wie die Mitternachtsbotschaft sich mit der zweiten Engelsbotschaft in 1844 verbunden hat. How many messages do we have here? Wie viele Botschaften hat man hier? Same question that I asked a minute ago.
Die gleiche Frage, die ich vor einer Minute gefragt habe. 3. 3. It's not a trick question. We've got 3 Das messages. ist keine Trickfrage, wir haben 3 Botschaften. She's going to compare this history to what history? Sie tut jetzt diese Geschichte mit welcher Geschichte vergleichen? 1844. 1844. If we went back a little bit, Wenn wir ein bisschen zurückgehen würden, the message of the fall of Babylon, die Botschaft über den Fall von Babylon, as given by the second angel, der vom zweiten Engel gegeben wird, is now repeated, wird nun wiederholt, showing the corruptions that have come in since 1844. die jetzt aufzeigen, die Korruption der Gemeinden, die seit 1844 hineingekommen sind in die Gemeinden. That's here Das ist hier to here. bis hierhin. So here's the second angel, Also hier ist der zweite Engel and she says und sie sagt, the message, die Botschaft, as it joins the third, während es mit dem dritten zusammenkommt, is a similar thing that happened in the Millerite history. ist etwas Ähnliches, wie etwas in der Milleritengeschichte passiert ist. As the midnight cry joined the second angel's message in 1844. Wie die Mitternachtsrufbotschaft im Jahre 1844 die zweite Engelsbotschaft da sich verbunden hat. We have 3 messages here. Wir haben 3 Botschaften hier. Second angel's message, third angel's message, and these other angels. Zweite Engelsbotschaft, dritte Engelsbotschaft und dann dieser andere Engel. She's going to compare that to the Millerite history. Und sie wird das jetzt mit der Milleritengeschichte vergleichen. Back here. Hier zurück da. How many messages do you have there? Wie viele Botschaften hat man denn da? If you have 3 here, Wenn man hier 3 hat, how many do you have there? und wie viel hat man denn da dann? Some people said 3 and some people said 2. Einige sagen 3, einige sagen 2. So she's quite clear, Sie ist relativ deutlich, even if you're not familiar with the history. auch wenn man mit der Geschichte nicht ganz vertraut ist. She says, Sie sagt, as the midnight cry so wie der Mitternachtsruf, joined the second angel's message in 1844, zweite Engelsbotschaft, mit der sich verband im Jahre 1844, there's only 2. das sind nur 2. So she's going to compare a history where you have 3 messages and 2 messages. Also sie vergleicht 2 Geschichten miteinander, wo man einmal 3 Botschaften hat und dann einmal nur 2 Botschaften hat. So there's a difference between those 2 histories, Also da gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Geschichten, even though she's going to compare them auch wenn sie miteinander vergleicht. one to another. Miteinander vergleicht. So let's just compare those 2. Lass uns einfach die 2 miteinander vergleichen. Here's the third angel's message. Also hier ist die dritte Engelsbotschaft Goes through history. und es geht durch die Geschichte hindurch. We have the second angel's message Dann haben wir die zweite Engelsbotschaft, joining the third, die den dritten sich damit verbindet. and this becomes the empowerment of the third. Und das wird die Bekräftigung des dritten. And then we have these other angels, Und dann haben wir diese anderen Engel. and this is Und das ist 18 verse 4, 18 Vers 4 and this is 18 verse 2. und das ist 18 Vers 2. So we have these 3 messages. That's what she says is happening there. Wir haben also hier diese 3 Botschaften und das ist, was sie hier sagt. She's going to compare this Und sie tut das miteinander vergleichen to 1844. mit 1844. What would we put here? Was würden wir hier denn hinschreiben? 1844? Not the year. Nicht das Jahr. Where did you point to? Oops. What should go here? Was würde hier hingehen? Which angel number? Welche Nummer von welchem Engel? 2. 2.
So we'll go with 2. Also wir nehmen hier die zweite. And what letter would go here? Und welcher Buchstabe? A. Good. A. The arrival. Die Ankunft. So here, Also the hier, second angel is going through history. der zweite Engel geht durch die Geschichte hindurch. And what's going to happen? Und was passiert? We'll read it. Wir lesen es. Joining it Es verbindet sich, as the midnight cry joined the second angel's message. so wie der Mitternachtsruf Botschaft sich mit der zweiten Botschaft da angeschlossen hat. So we have this story. Also wir haben diese Geschichte hier. Which angel is she speaking about? Und über welchen Engel redet sie denn hier? This one, or this one? Diesen oder diesen? 1, 1, 2, 2 or 3? oder 3? Which number is she referring to? Auf welche Nummer bezieht sie Which sich is going to denn, bring it down into this history. wenn sie sich hier unten auf diese Geschichte bezieht? 3. 3. We're okay with 3? Ist es okay mit 3? These angels Diese Engel hier join the third tun sich mit dem dritten verbinden, in the same way in der gleichen Art und Weise, that wie der the midnight cry der Mitternachtsruf joined the second angel. die zweite Engelsbotschaft sich damit So verbunden we'll hat. take this down, Also wir nehmen diese and hier what's runter. this? Und was ist das jetzt? The midnight cry Der Mitternachtsruf, is going to join ähm, the second angel. er verbindet sich mit dem zweiten Engel. Are we okay with that? Ist es so in Ordnung? So there are some subtle differences between the Millerite history and our history. Also da gibt es entschiedene Unterschiede zwischen unserer Geschichte und der Geschichte der Milleriten. Because this second angel Denn dieser zweite Engel is the same as this message. ist das gleiche wie dieser zweite There Engelsbotschaft. is no third angel's message in the Millerite history. Da gibt es keine dritte Engelsbotschaft in der Zeitperiode der Milleriten. And what do we try to do all the time Und was haben wir die ganze Zeit versucht zu tun in this movement? in dieser Bewegung? We go back to their history and we keep on forcing what into that history? Wir gehen zurück in ihre Zeit und versuchen dauernd, was in ihre Geschichte rein zu zwingen. The third angel's message. We keep on forcing it back into a history where it doesn't exist. Die dritte Engelsbotschaft, wir versuchen sie in eine Geschichte hineinzuquetschen, wo sie eigentlich gar nicht reinpasst oder nicht existiert. Now, I'm not saying it's wrong to do that, Also ich sage nicht, dass es falsch ist, dies zu tun, but I am saying when you start doing that, aber ich sage, dass wenn man das tut, first of all, you need to be careful als erstes, man muss vorsichtig sein, because you're now entering into territory that is not according to inspiration. denn jetzt begibt man sich in ein Gebiet, das nicht gemäß der Inspiration ist. And in addition to that, you should never forget Und zusätzlich dazu sollte man nicht what the vergessen, inspired statement is teaching. was diese inspirierten Aussagen lehren. Now, you've seen presentations Also man hat Präsentationen schon mal gesehen, that say die sagen, April the 19th der 19. April is 9/11, ist der 11. September, July 21 der 21. Juli is ist Sunday Law? midway. Die Mitte des Weges. If I said 9/11, what would you say July 21 is? Wenn ich sage, dass der 11. September der 19. April ist, was wäre dann der 21. Sister Juli? Shemaine? Sister Shaman? Sorry? You're not sure? They helped you over here. Hier gab's Sunday Hilfe. Law. Es ist das Sonntagsgesetz. And August 15th Und der 15. August, Exeter would be the Millerite history when you bring it into our history. Exeter ist die Milleritengeschichte, wenn man es in unsere Zeit bringt. Loud cry. Der laute Ruf. Yeah? So that's what we do. Das ist, was wir tun. We make July Wir machen den Juli, the Sunday law. wir machen das zum Sonntagsgesetz. So
July would be somewhere in here. Also Juli wäre irgendwo hier drin. And if we're going to make that the Sunday law, Und wenn das Sonntagsgesetz ist, what angel are we now introducing welchen Engel tun wir denn jetzt hier einführen into that story? in diese Geschichte? Third angel's message, isn't it? Die dritte Engelsbotschaft, ist es nicht so? Because it's connected to the Sunday law. Denn das ist parallel mit dem Sonntagsgesetz. So what we need to recognize Was wir erkennen müssen, when we start introducing the third angel into Millerite history into here, wenn wir die dritte Engelsbotschaft in die Milleritengeschichte mit einfließen lassen, hier, and then we start trying to develop a Millerite line that looks identical to this, und dann fangen wir an, eine Milleritengeschichte identisch zu dieser zu kreieren, is that the Millerite history never looked like that. ist, dass die Milleritengeschichte niemals so aussah. It's a construction that we are making. Das ist eine Konstruktion, die wir tätigen. It's not that we're wrong, Es ist nicht, dass wir falsch sind. it's just that that's not what actually happened. Es ist einfach nur, dass das nicht eigentlich das, was wirklich passiert ist. Third angel's message never came before October 22nd Die dritte Engelsbotschaft kam nicht wirklich vor dem 22. Oktober. or here Oder hier. or here. Oder hier. It came at that point. You can't get the third angel and pretend that it came earlier when it never did. Es kam an diesem Punkt und man kann das nicht da einfach so ausschauen oder so zeigen, dass es vorher gekommen ist, weil er kam nicht vorher. We have got into a bad habit in our movement Wir haben eine schlechte Gewohnheit in unserer Bewegung, that we've come to a place in our thinking dass wir zu diesem Punkt in unserem Denken gekommen sind, that we look at histories dass wir die Geschichten betrachten with a perspective that we have created mit einer Perspektive, die wir kreiert haben, and think that's the original truth. und wir denken, das ist die originale Wahrheit. We think Wir denken, July 21, der 21. Juli, the third angel's message is doing a work, and it's not die dritte Engelsbotschaft tut da eine Arbeit, aber das ist nicht so in its original context. in seinem originalen Kontext. So we have to juggle or balance both of these ideas. Also müssen wir diese beiden Ideen balancieren bzw. jonglieren. Some of us have forgotten, Einige von uns haben es vergessen some of us never learnt. und manche von uns haben es nie gelernt. Some of us have forgotten Manche von uns haben es vergessen, that we're supposed to follow inspiration. dass wir der Inspiration folgen sollen. We're supposed to take all of our instruction from God's word. Wir sollen alle unsere Anweisungen von Gottes Wort nehmen. And despite what people like Future for America teach or Und- state, Außer Acht gelassen von dem, was Future for America lehrt oder sagt, when they claim that we don't follow God's word, wenn sie sagen, dass es wir sind, die nicht Gottes Wort folgen, the reality is die Realität that ist, they don't follow God's word. dass sie Gottes Wort nicht folgen. They forget Sie vergessen, what Ellen White teaches us. was Ellen White uns lehrt. So there's a problem of forgetfulness. So, da ist ein Problem der Vergesslichkeit. There's another problem Da gibt es ein weiteres Problem, of ignorance. der Ignoranz. Many people in the movement Viele Leute in der Bewegung have been taught by people who forgot, wurden von Leuten, die es vergessen haben, gelehrt and they've been taught und ihnen wurde beigebracht, third angel's message came in July, die dritte Engelsbotschaft kam im Juli. and he never did. Und das war dem nicht so. So we're holding on to ideas that are actually wrong, Also halten wir an die Ideen fest, die eigentlich falsch sind. or that we think are the original history. Oder wir denken, dass sie die ursprüngliche Geschichte sind. We all need to come to a place Wir müssen zu einem Punkt kommen, where we understand wo wir verstehen, that we can make an application that July 21 is the Sunday law. dass wir eine Anwendung tätigen können, dass der 21. Juli das Sonntagsgesetz ist. It helps to clarify a number of points when we do that. Es hilft, dass einige Punkte dadurch deutlicher werden, wenn wir dies tun, diese Anwendung. But we mustn't forget Aber was wir nicht vergessen sollten, that's not what the original history was like. ist, dass das nicht die ursprüngliche Geschichte war. And that's where our problem is. Und das ist, wo unser Problem liegt. We must not come to a place Wir sollen nicht zu diesem Punkt kommen, where we pretend wo wir vorgeben, that this model dass dieses Modell
or some version of that actually occurred in the Millerite history when it did not. Oder eine Version davon in der Milleritengeschichte stattgefunden hat, wenn dem gar nicht so war. And this is why we've made mistakes on these vows. Und das ist, warum wir Fehler in diesen Gelübden begangen haben. I'm hoping by now Ich hoffe, most of us are comfortable. dass jetzt die meisten von uns schon damit okay sind. I hope all of us are comfortable Ich hoffe, dass alle damit einverstanden with sind. the following points. Mit den folgenden Punkten, die ich jetzt sagen werde. Harvest Die Ernte and its relationship to the third angel. und seine Verbindung zu der dritten Engel. The third angel does its work before harvest. Der dritte Engel tut sein Werk vor der Ernte. It's not involved in the harvest. Es ist nicht involviert in der Ernte. So when Ellen White says the third angel's message is to seal and bind, Wenn Ellen White also jetzt sagt, dass die dritte Engelsbotschaft versiegelt und bindet, she's not referring to harvest. dann tut sie nicht sich auf die Ernte beziehen. You have to be careful how you proof text. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir hier Belegtexten. So we've established the relationship between the third angel and the harvest. Also wenn wir haben die Verbindung zwischen der dritten Engelsbotschaft und der Ernte etabliert. That hopefully should be clear in your mind now. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich in euren Gedanken ist. The third angel finishes its work at the close of probation. Der dritte Engel beendet sein Werk am Ende der Gnadenzeit. That hopefully should be clear to you. Ich hoffe, dass auch das sollte recht deutlich sein. So we've established those points. Also wir haben diese Punkte etabliert. Then Dann we move away from this picture work and come to this one. sind wir von diesem Bild weggegangen und sind jetzt zu dieser Zeichnung gegangen. We go to early writings Wir gehen zu Early Writings or spiritual gifts. It's the same book. oder Spiritual Gifts. Das ist eigentlich das gleiche Buch. And she tells us Und sie sagt uns, that the third angel's message arrives dass die dritte Engelsbotschaft ankommt on October 22nd, 1844. am 22. Oktober 1844. It's the message of the sanctuary. It's the sanctuary message. Es ist die Botschaft des Heiligtums. This angel comes down, Dieser Engel kommt hernieder. and what does it say? Und was sagt er denn? Now, this becomes complex Dies wird nun komplex, because it's obviously going to say this, denn es wird ja offensichtlich, sagt er das hier, but it has an additional message encapsulated into that thought. aber in diesem Gedanken ist noch zusätzlich etwas dazugekommen. Because this subject about worship, Denn diese Thematik der Anbetung hier, the mark of the beast, etc., das Malzeichen des Tieres und so weiter, is broader than perhaps we might think. ist größer, als wir vielleicht denken. So, what's also contained in the work of this angel's message Was auch in diesem Werk oder in dieser Aufgabe dieses Engels beinhaltet ist, is a statement about Christ's work in the most holy place. ist die Aussage von Christi Dienst im Allerheiligsten. I want to just read that. Ich möchte das einfach nur lesen. This is page 254. Das ist Seite 254. As the ministration of Jesus closed in the holy place and he passed into the holiest, Während der Dienst von Jesus im heiligen Abschluss und er in das Allerheiligste ging, so he's going to move from one apartment to the next, also er geht vom einen Abteil in das nächste, from the holy place to the most holy. vom Heiligen ins Allerheiligste, He sends a mighty angel with a third message. da sendet er einen mächtigen Engel mit einer dritten Botschaft. The angel hadn't arrived before. Also der Engel ist noch nicht gekommen. It's not here. You've only got the second. Wir haben hier nur den zweiten. This angel said, Dieser Engel sagt, or this angel, sorry, had a parchment in his hand, Entschuldigung, dieser Engel hatte ein Parchment, message, hatte eine Botschaft oder ja, in seiner Hand. and he came to the earth. Und er kam zu der Erde He proclaimed a fearful warning und er hat eine furchtbare Warnung gegeben with the most terrible threatenings. mit den schlimmsten Warnungen. This message was designed to put the children of God upon their guard. Diese Botschaft war dazu gedacht, dass es Gottes Kinder, dass sie jetzt wachen würden.
by showing them the hour of temptation and anguish that was before them. indem diese Botschaft ihnen gezeigt hätte, dass die Stunde der Versuchung und der Anfechtung direkt vor ihnen war. I want to hold that thought. Ich möchte diesen Gedanken festhalten. It says Es sagt hier, this message was to put them on their guard. diese Botschaft sollte sie jetzt auf ihre Wachposten stellen. A related question. Eine Frage, die damit verbunden ist. When does the first angel's message close? Wann tut denn die erste Engelsbotschaft abschließen? First angel's message. Die erste Engelsbotschaft. When does it arrive? Wann kommt es denn an? So we've got 1798 here. 1798. This is the end. Das ist das Ende. When does it end? Und wann tut es dann enden? So before you give an answer, Bevor ihr jetzt eine Antwort gebt, think a little bit. denkt ein wenig drüber nach. It says, Es sagt hier, thinking about the third, wenn man über den dritten nachdenkt, God wanted to put his people on their guard Gott wollte sein Volk auf den Wachposten stellen, by showing the hour of temptation that was in front of them. indem er ihnen die Stunde der Anfechtung, die vor ihnen stand, aufzeigte. That's the work of the third. Das ist die Arbeit des Drittens. What's the work of the first? Was ist denn die Arbeit des Ersten? What's the work of the first angel before we tackle where the end is? Was ist denn die Arbeit des ersten Engels, bevor wir gucken, wo sie überhaupt den Abschluss findet? We need to compare, contrast. Wir müssen vergleichen, gegenüberstellen. What's the work of the third? Was ist denn die Arbeit des Drittens? You said judgment already. What's the work of the third angel? Was ist die Arbeit des dritten Engels? Designed to put the children of God Es war dazu gedacht, Gottes Volk upon their guard auf ihren Wachposten zu stellen, by showing them the hour of temptation and anguish that was before them. indem er ihnen gezeigt hat, die Stunde der Anfechtung und der Versuchung, die vor ihnen lag. What's the work of the first angel? Was ist die Arbeit des ersten Engels? To put your children on Deine Kinder auf was zu tun? guard Auf den Wachposten zu stellen, by showing them indem man ihnen zeigt, the hour of temptation die and anguish Stunde der Versuchung und der Anfechtung, that was before them. die vor ihnen steht. It's exactly the same. Es ist genau das Gleiche. So when we drew the third angel's message, Also, als wir die dritte Engelsbotschaft aufgezeichnet haben, what did it look like? wie hat es denn ausgeschaut? Here it is. Hier ist es. Arrival, Ankunft, end, das Ende and in the middle, und in der Mitte empowerment. die Bekräftigung. So we need to have an empowerment here. Also müssen wir hier eine Bekräftigung haben. So we'll put 1E. Also wir haben hier 1e. What's this date? Und was ist das hier? Perhaps that's easy for us. Vielleicht ist das einfach. So this is 1840. Das ist 1840. Now what's this one? Und was ist das hier dann? April 19th, 1844. So the work of this angel Also diese Arbeit dieses Engels is to put you on guard. ist, dass du dann auf den Wachposten gehst. Now you're Hier. on your guard Jetzt bist du auf dem Wachposten, to show you um the hour of temptation and anguish that is before you. die Stunde der Anfechtung und Versuchung, die vor ihnen steht, aufzuzeigen. What's the hour of temptation and anguish that's before them? Was ist denn die Stunde der Anfechtung und der Versuchung, die vor ihnen ist? Someone said here? So you're going to go to April. Also du würdest es in April machen? So it's October Es ist der Oktober 1844. 1844. Sorry?
I thought you just said it was October. I just heard you say that. Ich habe doch gerade gehört, wie du den 22. not? Oktober da gesagt hast. Oh, who said October? Ah, Sister Trudy. Good. Okay, if people seem unsure about this, Also Leute sind sich vielleicht nicht ganz sicher darüber. so let's do the first angel. Lasst uns hier den ersten Engel behandeln. Compare it to the third angel. Und lasst es uns mit dem dritten Engel vergleichen. Here you are, the third angel. Hier ist man der dritte Engel. It says Es sagt, what? was sagt es? What's it telling you? Was sagt es denn euch? Who said that? Wer hat gesagt, dass man aus ihr herauskommen The soll? third angel doesn't say come out. Der dritte Engel sagt das nicht. That's this one. Das ist der hier. That's this one. Das ist dieser hier. The additional angels, they say come out. Der zusätzliche Engel sagt, So write komm aus down ihr that. heraus. Let's not think about the words. Lasst uns nicht über die Worte nachdenken. Let's think of the concept. Lasst uns über das Konzept nachdenken. The third angel says Der dritte Engel sagt, you need to be on your guard. du musst auf deinem Wachposten stehen. Why? Warum? Because I want to show you Denn ich möchte dir zeigen, the hour of temptation. die Stunde der Anfechtung oder der Versuchung. The third angel Die dritte Engelsbotschaft is here. ist hier. Verse 9. Vers 9. What's it want to show you? Und was möchte es dir zeigen? The hour of temptation. Die, did you not receive the mark of the beast? That's the words. Das sind die Worte, ja? So let's put the words aside. Jetzt nehmen wir die Worte und setzen sie zur Seite Let's consider the concept. und lasst uns das Konzept The betrachten. angel is here. Der Engel ist hier. It says, be on your guard. Er sagt hier, sei auf deinem Wachposten. Why? Warum? Tell me what. Not the warning is coming. What's coming? The hour of The his judgment. hour of temptation is coming. Die Stunde seines der Versuchung ist gekommen. Forget everything on this board except this. Vergesst jetzt mal alles auf dieser Tafel, außer das hier unten. This is all the information that you have. Das ist all die Informationen, die wir jetzt haben. Because that's all that there is in Revelation 14. Denn das ist alles, was aus Offenbarung 14. You're here. Man ist hier. It says, I want to put you on guard. Ich sage, ich möchte dich, dass du auf deinem Wachposten stehst. What is coming? Was kommt denn? In this picture work, what's coming? In diesem Bild, was kommt? Harvest is coming. Die Ernte kommt. Harvest Die Ernte is the hour ist die Stunde of temptation der Versuchung or oder judgment. Gericht. So the third angel says, Also der dritte Engel sagt, take heed sei vorsichtig, because this is coming. denn das hier kommt. So here we are. Also hier sind wir nun. The third angel Die dritte is Engelsbotschaft pointing to what waymark? tut auf welche Wegmarke vorauszeigen. Begins here Es fängt hier an and it's going to take you und es bringt dich to the end, zu dem Ende, which is the close of probation, welches das Ende der Gnadenzeit ist. which is Welches? the hour Die Stunde of der temptation. Versuchung ist. So the third angel takes you from here to here. Also der dritte Engel bringt dich von hier bis dahin. Are we okay with that? Ist das so in Ordnung? What begins here? Und was passiert denn hier? Punishment, Die Strafe. but we're going to use a different word. Aber wir werden jetzt ein anderes Wort benutzen. Judgment. Gericht. Are we okay with that? Ist das so in Ordnung? Be on guard Sei vorsichtig, because judgment's coming. denn das Gericht kommt. What does that judgment look like? Und wie sieht das Gericht aus? Death, Tod. squashing you, Du wirst zerquetscht. cutting you. Wirst geschnitten. You die whatever option there is, Du stirbst sowieso, egal welche Option. whether you're good or bad, Ob du gut bist oder schlecht. you die Ja, man because stirbt. you get cut down. Denn man wird ja abgeschnitten. So there's a judgment that's coming. Also hier ist ein Gericht, das kommt. Compare Vergleich and contrast. und stelle gegenüber. First angel's message. Die erste Engelsbotschaft. We can already see it's identical in structure. Wir können bereits sehen, dass es identisch in seiner Struktur ist.
The third angel begins here. Der dritte Engel fängt hier an. What's it pointing to? Und auf was zeigt es denn hin? To the end. Zum Ende. The first angel. Der erste Engel, What must it point to? worauf muss es sich denn beziehen? Has to point to the end. Es muss zum Ende sich darauf beziehen. Ignore the date. Ignoriert einfach das Datum. The end must have a characteristic. Das Ende muss eine Charaktereigenschaft haben. What is that? Und was ist das? Judgment. Gericht. Now let's go to the words. Lasst uns jetzt die Worte betrachten. Fear God, Fürchte Gott, give him glory. gib ihm Ehre. That is putting someone on guard. Das bedeutet, dass hier jemand auf seinem Wachposten Now you're gestellt on wird. guard. Jetzt bist du dort. Fear God, give him glory. Why? Fürchtet Gott, gibt ihm Ehre. Warum? What's coming? Was kommt denn? The hour of his judgment is coming. Die Stunde seines Gerichts kommt. Ellen White says, Und Ellen White sagt, the hour of temptation is coming. die Stunde der Versuchung kommt. When did the hour of God's judgment come Wann kommt denn die Stunde der Versuchung Gottes? that the first angel was referring to? Worauf sich der erste Engel sich bezogen hat? Was it April War es April or October? oder Oktober? When is that judgment? Wann ist denn dieses Gericht? It's October. Also der Oktober. The first angel's message Die erste Engelsbotschaft says the following. sagt Folgendes. We'll use it in our own words. Wir verwenden es in unseren eigenen Worten. You're a sinner. Du bist ein Sünder. Be on guard. Wache. Because in 46 years, Denn in 46 Jahren the hour of judgment is going to come. die Stunde des Gerichts wird kommen. Which judgment is going to come? Und welches Gericht wird kommen? This one here. Dieses hier. The investigative judgment of the dead. Das Untersuchungsgericht der Toten. That's the first angel's message. Das ist die erste Engelsbotschaft. So the first angel's message Also die erste Engelsbotschaft takes you all the way to October 22nd, 1844. bringt dich den ganzen Weg hin bis zum 22. Oktober 1844. So the question is, So, die Frage ist, why should the living be on guard warum müssen denn die Lebenden wachen, if we're worried about the dead? wenn es hier um die Toten geht? And that's an important question to contemplate. Das ist eine wichtige Frage, über die man nachdenken muss. Because the answer is, Denn die Antwort ist, you don't need to be worried. wenn man nämlich sich da nicht drum kümmern muss, Why would you care? warum kümmert man sich denn dann darum? If someone dead is going to be judged, Wenn jemand todesgerichtet wird it has absolutely nothing to do with you und es nichts mit dir zu tun hat, at this surface level. an dieser oberflächlichen Ebene. So this is where the message and the history becomes complicated. Und das ist jetzt, wo die Geschichte komplex und kompliziert wird. Now, all I think we should do Alles, was ich denke, was wir tun sollten, is observe history, ist die Geschichte zu beobachten not judge history. und nicht zu richten. So we can observe what happened, Also wir können beobachten, was hier passiert ist, but I feel uncomfortable aber ich fühle mich nicht dabei wohl, to say why it happened that way. zu sagen, warum es so und so abgelaufen ist. So think about that question Also denkt über diese Frage nach, that Brother Wolfgang gave. die Bruder Wolfgang gegeben hat. Why would you tell people to be on their guard Warum würde man den Leuten sagen, dass sie wachen sollen, if dead people are going to be judged? wenn Tote gerichtet werden würden? Because it has no relationship, no bearing upon your life. Denn es bezieht sich ja nicht auf dein Leben, keine Auswirkung darauf. And that's correct. Und das ist korrekt. So what people decide to do, Und was Leute nun entscheiden, dass sie tun werden? they say, if we gave that message, Sie sagen, wenn wir diese Botschaft geben no one would würden, listen. dann würde niemand zuhören, If we gave the true message. wenn wir die wahre Botschaft geben würden. So what we will do, Also was wir tun werden, we'll give a false message. also geben wir eine falsche Botschaft, We'll tell a lie. wir werden eine Lüge lehren,
What is the lie that they're going to tell people? Und was ist diese Lüge, den sie den Leuten sagen werden? They Die means Miller bedeutet Miller and his associates. und seine Nachfolger. Miller will tell a lie William Miller wird eine Lüge lehren, because he knows if he tells the truth, denn er weiß, wenn er die Wahrheit sagt, he'll have the problem that you just said. dann hat er das Problem, das, was du gerade darauf dich bezogen hast. People will say, I don't need to be on guard, it's nothing to do with me. Und den Leute würden sagen, es hat ja nichts mit mir zu tun, also muss ich ja nicht wachen. So he tells an untruth. Also sagt er etwas Unwahres. What does he say? Was sagt er denn? He says, Er sagt, be on your guard. wachet, In 46 years, in 46 Jahren, judgment's going to come. das Gericht wird kommen. And what does he mean by that? Und was meint er damit? He means Jesus is going to come Er meint, Jesus wird kommen and burn the earth. und er wird die Erde verbrennen. Cleanse. Er reinigt sie. Cleanse what? Und er reinigt was? The Das sanctuary. Heiligtum. He's going to manipulate the message. Er tut die Botschaft manipulieren. He's going to tell a lie Und man kann ja auch sagen, er lügt hier. because that is not the message of the first angel. Denn das ist nicht die Botschaft des ersten Engels. The first angel's message Die erste Engelsbotschaft is investigative judgment. ist das Untersuchungsgericht. What's the third angel's message? Worum geht es in der dritten Engelsbotschaft? That's punishment. Da geht es um die Strafe. That is destruction. Das ist Zerstörung. So what he's going to do, Also was er tut, he's going to take the third angel's message ist, dass er die dritte Engelsbotschaft and he's nimmt going to bring it into his own history. und er bringt es jetzt in seine eigene Geschichte. He makes it to the first. Und er macht sie zu der ersten. Who else did that? Wer hat das noch gemacht? Took a message from the future and brought it into his own dispensation. Der eine Botschaft aus der Zukunft genommen hat und in seine Dispensation angewandt His hat. name is Sein Name ist John the Baptist. Johannes der Täufer. He took the second advent Er hat die zweite Wiederkunft genommen and brought it to the first advent. und hat es auf die erste Ankommen Manipulates the message, angewendet. Er tut die Botschaft manipulieren tells a lie. und tut eine Lüge erzählen. Sorry? So, upon the testimony of two, a thing is established, Basierend auf zweier Zeuge hat eine Sache Bestand and therefore we find und deswegen kommen the wir jetzt future for ja America das Future for America also have to manipulate the message and tell that same lie. auch die Botschaft manipulieren muss und diese Lüge sagen muss. If they don't, Wenn sie das nicht tun, what will people say? was würden Leute denn sagen? I don't need to be on guard. Ich muss mich hier muss ich ja nicht wachen. It's got nothing to do with me. Es hat nichts mit mir zu tun. They ignore the message. Sie ignorieren dann die Botschaft. Hopefully we can see that. Ich hoffe, dass wir das sehen können. Now, we spoke about being children Wir haben darüber gesprochen, dass wir Kinder and sind being adults. und auch, dass wir Erwachsene sind. So if I call John the Baptist, William Miller and Future for America liars, Wenn ich Johannes den Täufer, William Miller und FFA jetzt als Lügner darstelle, we all know that doesn't have a moral perspective to it. dann wissen wir, dass it does not. Yeah. Dann hat das keinen moralischen Aspekt hier jetzt. Does not. Also es hat keinen moralischen Aspekt hier. I'm not saying John the Baptist is a bad man. Ich sage nicht, dass Johannes der Täufer ein schlechter Mann ist. It'd be silly to teach that. Das wäre töricht, dumm, So when I sowas zu say lehren. he's lying, Also wenn ich sage, dass er lügt, I'm saying he's not giving the proper true message. dann sage ich, dass er nicht die richtige Botschaft gibt. Now, this angel, Also dieser Engel, this one, dieser, where did it come from? wo kam der denn her? First angel, where did it come from? Der erste Heaven. Engel. Er kommt vom Himmel. And when it came from heaven to earth, Und wenn er vom Himmel zur Erde kommt, it had some instruction. dann hat er eine gewisse Aufgaben. We'll read the third. Wir lesen hier die dritte. A parchment was put into the angel's hand. Ein Papier wurde in die Hand des Engels gegeben. The parchment is a document Und dieses Papier ist ein Dokument, that says this is what you're supposed to say to the people. das sagt, das musst du den Leuten sagen. Who gave him the parchment? Und wer hat ihm dann dieses Papier, dieses Dokument gegeben? Jesus. Jesus. Jesus says, this is your instruction. Und Jesus sagt, das hier sind deine Anweisungen. What did Jesus instruct the first angel to say? Und was hat dann Jesus gesagt, dass der erste Engel sagen soll? Go to earth Geht zur Erde and tell them what? und sag ihnen was.
In 46 years, In 46 Jahren, what's going to happen? was passiert denn da? The investigative judgment of the dead will occur. Das Begin. Untersuchungsgericht an den Toten wird anfangen. Do they listen? Haben Sie zugehört? None of them listen. Niemand von ihnen hat zugehört. They pick up the 46 years, Sie nehmen die 46 Jahre auf, but they say if we gave the message, aber sie sagen, wenn wir die Botschaft geben würden, no one would listen. dann würde niemand zuhören. So we'll change it so everybody listens. Also tun wir sie verändern, sodass jeder zuhören kann. Everyone's looking blank-faced. I don't know if this is troubling you. Ich weiß nicht, ihr seht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr alle da Probleme habt mit dem, was ich sage, oder? We should lighten up. Wir können vielleicht ein bisschen uns auflockern. This is not apostasy that I'm teaching. Das ist kein Abfall, den ich hier lehre. You really need to think Ihr müsst wirklich nachdenken, what is going on. was hier los ist. Is the first angel's message talking about the investigative judgment or not? Ist die erste Engelsbotschaft, redet sie oder handelt sie von einem Untersuchungsgericht oder nicht? Of course it is. Natürlich tut es das. If it was talking about something else, Wenn es über etwas anderes reden würde, what would you expect to see in that history? was würde man denn erwarten in dieser Geschichte? A Sunday law. Ein Sonntagsgesetz. You don't see any Sunday law in the first angel's message because the first angel's message is not about this history. Und man sieht kein Sonntagsgesetz in der ersten Engelsbotschaft, denn der erste Engelsbotschaft geht nicht um diese Geschichte. Progression. Es ist voranschreitend. One comes before three. Eins kommt vor dem dritten. It's not repeat and enlarge. Es ist nicht Wiederholung und Erweiterung. One is not three. Eins ist nicht gleich drei. They're different. Sie sind unterschiedlich. Millerite history is not our Die history. Milleritengeschichte ist nicht unsere Geschichte. Their history was Ihre Geschichte war, to prepare for um sich vorzubereiten auf the investigative judgment. das Untersuchungsgericht. Our history Unsere Zeit is to prepare for ist, dass wir uns vorbereiten auf the executive judgment. das ausführende Gericht. They're completely different histories. Sie sind komplett unterschiedliche Geschichten. They have parallels. Sie haben Parallelen. They follow the same pattern. Sie haben das gleiche Muster. You can see the sequence and the pattern is the same. Wir können sehen, dass die Abfolge und auch das Muster das gleiche ist. We need to wrestle between repeat and enlarge and progression. Wir müssen zwischen diesen Konzepten Wiederholung und Erweiterung und Voranschreiten, damit müssen wir kämpfen, damit müssen wir umgehen. So I wasn't going to labor this point. Ich wollte diesen Punkt hier nicht so bearbeiten. I wasn't even going to emphasize or bring it up. Ich wollte es eigentlich noch nicht mal betonen und aufbringen. But Brother Wolfgang has. Bruder Wolfgang hat das getan. So I just want to make sure we're clear on this. Also wollte ich einfach nur, dass wir hier wirklich, dass es deutlich ist. John the Baptist is going to be raised up. Johannes der Täufer wird berufen. What's his job? Und was ist sein Job? Malachi chapter 3. Malachi Kapitel 3. What's his job? Was ist sein Job? To prepare the way. Good. Gut. Verse 1. Vers 1. Behold, I send my messenger Siehe, ich sende meinen Botschafter, that will prepare the way der den Weg bereiten wird for another für messenger, einen weiteren Botschafter, the messenger of the covenant. der Botschafter des Bundes. Two messengers, Zwei Botschafter, two messages. zwei Botschaften. One prepares the way, Eine tut den Weg vorbereiten and the other one und die andere brings you to the covenant. bringt uns zu dem Bund. Malachi 4:5. Malachi 4, Vers 5. Who is that messenger that prepares the way? Wer ist denn dieser Botschafter, der den Weg bereitet? What's his name? Was ist sein Name? Malachi 4:5. Malachi 4, Vers 5. Not sure? Sind wir nicht sicher? Am I quoting the wrong passage? Bin ich in der richtigen Passage? Oh, give me a second. Maybe I gave you the wrong. Yeah, Malachi 4. You said what? We Oh, don't have oh, chapter sorry. 4. Was Okay. They don't have a fourth chapter. ist? No. 3 till verse 24. Okay. Malachi 3:24. Malachi 3, Vers 24 dann. It's dangerous. Das ist sehr gefährlich. So you can't then do 45. Also ihr könnt dann diese Zahlenspiel 45 nicht machen. Im Deutschen.
You can't do that, can you? Ihr könnt das 'Cause we nicht can do it in tun, the English. weil im Englischen kann man das machen. Number 45. 45, 45th president. 45. Präsident. So Malachi would come in the time period of the symbol of number 45. Also Malachi würde zutage kommen zur Zeit der Zahl 45. Anyway, nothing to do with that. Okay. It's Elijah. Also es ist Elia. So what's his job function? Und Elia, was ist seine Rolle? Brother Wolfgang's going to say what? Bruder Wolfgang würde was sagen? Verse 6, verse 24. 24. Vers 24 im Deutschen. It's a story of restoration, isn't it? Es ist eine Geschichte der Wiederherstellung, To restore the children and the parents together. die Väter und die Kinder wiederherzustellen. What does John the Baptist say? Was tut denn Johannes der Täufer sagen? I want to put you on guard because what's about to happen? Ich tue euch hier auf den Wachposten stellen, denn was soll wieder passieren? He says God's going to come and destroy you. Denn Gott wird kommen und dich zerstören. That's what he teaches. Das ist, was er lehrt. An axe will cut you down. Eine Axt wird euch niederhauen. What should he have said? Und was hätte er denn sagen I want sollen? to put you on guard Wir tun euch auf den Wachposten, because what's about to happen? denn was passiert? God's going to bring all the families together Gott wird seine Familien zusammenbringen. and we can all be happy. Und wir können alle glücklich sein. Let's phrase that in the way that we probably would understand it. Lasst uns in einer Art und Weise sagen, wie wir es auch verstehen The könnten. kingdom of heaven is where? Das Königreich des Himmels ist wo? The New Testament. Im Neuen Testament. What you can see Was man sehen kann or in you? oder in euch. Because people say, where's this kingdom that you're the king of? Denn die Leute sagen, wo ist denn dieses Königreich, wo du der König bist? Jesus says, Und Jesus sagt, don't be foolish. seid nicht töricht. The kingdom of heaven cannot be seen Das Königreich des Himmels kann nicht gesehen werden, because it's inside of you. denn es ist in euch. What does that even mean? Und was bedeutet das denn, Kingdom of heaven is inside you. dass das Königreich in uns ist? So restoration. Es ist eine Wiederherstellung. We would call it the kingdom of grace. Wir könnten auch das Königreich der Gnade nennen. So what should John be teaching? Also was sollte Johannes eigentlich lehren? I want to put you on guard Ich tue euch auf den Wachposten because what's stellen, about to come? denn was kommt denn jetzt? The Messiah is about to come and he's going to do what? Der Messias kommt und was wird er tun? He's going to restore the kingdom of grace in your heart. Er wird das Königreich der Gnade in euch selber wiederherstellen. That's what he should have been teaching. Das ist, was er hätte lehren That is sollen. what his message was. Das ist, was seine Botschaft war. The messenger that prepares the way. Der Botschafter, der den Weg vorbereitet. So when the Romans tell you to be their slaves, Als die Römer jetzt sagen, dass sie dir jetzt sagen, dass man ihr Sklave sein soll, what should you do? was hätte man sagen sollen? You obey cheerfully Ich sage, ist okay, mache ich. with a renewed, faithful heart. Mit einem erneuerten, treuen Herzen. But John's going to teach a false message. Aber Johannes wird eine falsche Botschaft Where did he lehren. get the false message from? Und wo hat er denn diese falsche Botschaft herbekommen? The church. Von der Gemeinde. He takes this message that the Messiah is going to come to destroy the Romans, and that's what he's going to teach. Er bekommt von ihnen diese Botschaft, dass der Messias kommen wird und die Römer zerstören wird. Und er nimmt diese Botschaft und lehrt sie. If he said to the people, Wenn er den Leuten gesagt hätte, the time is fulfilled, dass die Zeit erfüllt ist, Daniel 9:24, Daniel 9, Vers 24, the end of sin is coming. das Ende aller Dinge ist gekommen. What is sin? Entschuldigung, das Ende der Sünde ist gekommen. Was ist denn Sünde? What is sin? Was ist denn die Sünde? Is sin Ist Sünde? some bad behavior that you do Es ist etwas, dieses schlechte Benehmen, was man eventuell hat, because you don't have the law in your heart? denn weil du das Gesetz nicht in deinem Herzen hast. Is that sin? Ist das Sünde? Or Oder is sin ist Sünde the punishment die Strafe, that God has brought upon the nation, das Gott auf die Nation gebracht hat, as we know, wie or wir we wissen, term it by the captivity? Is that sin? oder ist diese Gefangenschaft, die auf Gottes Volk gekommen ist das die Sünde? Because in 9:24, Denn in Daniel 9, Vers 24
it says that there will be an end of sin. Das sagt es, dass das Ende der Sünde kommen wird. When John reads that, what does he think that means? Als Johannes das gelesen hat, was denkt ihr, was er glaubt, was das ist? End of sin equals what? Ende der Sünde ist gleich was? End of Ende? captivity. Die Good. Ende der Gefangenschaft. That's what he reads. Das ist, was er liest. The Messiah is going to end the sin problem, end the captivity problem. Der Messias wird das Ende der Sünde der Gefangenschaft einleiten. Is that what was being taught? Ist das, was er gelehrt hatte? No. Nein. Daniel wants people to understand Daniel möchte, dass die Leute verstehen, it's going to be the end of what? dass es das Ende von was sein wird. Rebellion against God in your own heart. Rebellion gegenüber Gott in deinem eigenen Herzen. So John manipulates the message. Also tut Johannes die Botschaft manipulieren. If he didn't, Und wenn er das nicht how getan many people hätte, would have accepted? wie viele Leute hätten denn diese Botschaft angenommen? No one. Niemand. Miller. William Miller? In 46 years, In 46 Jahren God's going to start dealing with Abel. tut Gott anfangen, mit Abel zu richten. He's going to be in heaven, Er wird im Himmel sein move from this room to this und room. wird von dem einen zum nächsten Raum gehen. You can't see it. Man kann es nicht You sehen, can't feel it. man kann es nicht There's fühlen, no proof for da this. gibt es keinen Beweis dafür. And all that's going to happen Und alles, was passiert, is the judgment of the dead will begin. ist, dass das Gericht an den Toten anfangen wird. And you should be scared. Und man sollte darüber Angst haben. Who'd be scared of that message? Wer würde denn über so eine Botschaft gefürchtet Nobody. sein? Niemand. What would you ask if you were those people? Was würdet ihr denn fragen, wenn ihr diese Leute sein würdet? What should you ask? Was sollte man denn fragen? When's the judgment Wann ist das Gericht? of me happening? Von mir denn? Wann passiert das denn? And they would have said what? Und sie hätten was gesagt? I don't know. I don't know. Ich weiß es nicht. What a powerful, fearful message that would be. Was für eine kräftige, furchtbare Botschaft wäre das denn? You'd really take notice, wouldn't you? Man würde sie richtig merken, oder? Just like the world So wie die Welt, says, wie sie sagt. what kind of a message do you have, you Adventists? Was für eine Botschaft habt ihr Adventisten denn? You came about this Sunday law, Ihr redet da über dieses Sonntagsgesetz. and all we want to know is what? Und alles, was wir wissen wollen, ist was? When? Wann? And what do we say? Und was sagen wir? We don't know. Wir haben keine Ahnung. And they say, go back, and when you do know, then talk to Sie us. sagen, geh mal zurück und wenn ihr es dann wisst, dann komm noch mal. Elder Jeff Pippinger, Und ältester Jeff Pippinger, here he is, hier ist er, 1989, 1989. and he's going to say what? Und er sagt jetzt was? What's coming? Was kommt denn? Sunday law. Das Sonntagsgesetz. What should he be saying? Und was sollte er denn eigentlich sagen? No. Wann es kommt? Nein? What should he be saying? Was sollte er sagen? There's going to come a time Dass es da eine Zeit kommen wird, at the end am Ende, where what you need to do was du tun musst da, is ordain women ist, dass du Frauen einsegnest as leaders and elders, als Leiter und Älteste, make them your equals, mach sie gleich mit euch, do away with headship in marriage, tut mit dieser Headships, schafft Gleichberechtigung innerhalb eurer Ehe and allow women to wear the same clothes as men. und lasst Frauen erlauben, dass sie die gleiche Kleidung anziehen können wie Männer. Because we don't agree with Deuteronomy 22:5. Denn wir tun mit dem 5. Mose 22, Vers 5 nicht übereinstimmen. Who would have listened to that message? Wer hätte denn dieser Botschaft zugehört? Nobody. Niemand. None of us would have been here if he had said that. Niemand von uns wäre hier, wenn er das gesagt hätte. Where did he get that message from? Wo hat er denn diese Botschaft herbekommen? That there's going to be this Sunday law Dass dieses Sonntagsgesetz geben wird from the church. von der Gemeinde. Where did Miller get his message from? Wo hat William Miller seine Botschaft denn That herbekommen? the earth is the sanctuary. Dass die Erde das Heiligtum ist From the church. von der Gemeinde. Where did John get his message from? Wo hat Johannes denn seine Botschaft That the herbekommen? end of the sin problem Das- is the end of the captivity problem. Dass das Ende der Sünde auch das Ende der Gefangenschaft ist From the church. von der Gemeinde. Each one of these three people Alle diese 3 Leute
are sent by God, werden von Gott gesandt. and they have one common theme. Und sie haben ein gleiches Thema, The time is fulfilled, dass die Zeit sich erfüllt hat. and it's true. Und es ist wahr. But they hold on to a false concept. Aber sie halten an einem falschen Konzept fest Today, heute. we call it half right, half wrong. Und heute würden wir es halb richtig, halb falsch nennen. They get that message Und sie bekommen diese Botschaft from the church. von der Gemeinde. If they had taught the true message from God, Und wenn sie die wahre Botschaft von Gott gelehrt hätten, we can see dann können wir es sehen, that no one would have accepted the message. denn dass niemand diese Botschaft angenommen hätte. As I said, Und wie ich bereits gesagt all I habe, want to do is comment on those histories, was ich möchte, ist, dass ich diese Geschichten kommentieren möchte not judge on the rights and wrongs of what God does and how he does that. und nicht richten möchte, ob es richtig oder falsch war oder wie Gott das gemacht hat. That's beyond my ability to do. Why he does it that way, I don't know. Das ist über meiner Fähigkeit zu sagen, warum er das getan hat. Ich weiß es nicht. But those stories are accurate Aber diese Geschichten sind akkurat and the implications are correct. und die Auswirkungen, die Schlussfolgerungen sind richtig. So hopefully we've addressed that point that Brother Wolfgang brought up. Ich hoffe, dass wir diesen Punkt, den Bruder Wolfgang aufgebracht hat, deswegen genug adressiert haben And you can see und dass ihr sehen könnt why things happened the way they did. und warum Dinge, die in der Art und Weise passieren, wie sie passiert sind. Now I want to add one more word Ich möchte noch ein weiteres Wort that's hinzufügen, quite troubling. das sehr problematisch sein kann. You can demonstrate Man kann that the demonstrieren, church in the time of John the Baptist was the Laodicean church. dass die Gemeinde zur Zeit von Johannes dem Täufer eine laodiceanische Gemeinde war. So John Johannes is recognizing erkennt the raising up of Ephesus. dieses Berufen von Ephesus, The time is fulfilled, Zeit ist erfüllt, but is holding on to Laodicean theology. aber er hält an laodiceanischer Theologie fest. This is a wrong concept. Das ist ein falsches Konzept. Miller, William Miller, what church is that? was für eine Gemeinde ist das denn? Church of Das ist die Sardis. Gemeinde von Sardis. If you go to Revelation 3, Wenn ihr zur Offenbarung Kapitel you would 8, see that the problem that Laodicea has Offenbarung Kapitel 3 ist, da sieht man, dass das Problem, was Laodicea hat, is the same problem as das Sardis. gleiche Problem ist, was Sardis hat. They're identical. Sie sind identisch. The fifth and the seventh church Die 5. und 7. Gemeinde, have the same problem. sie haben das gleiche Problem. If you're interested, Wenn das euch interessiert. if you were to go to Revelation 17, Wenn ihr zur Offenbarung Kapitel 17 geht, you have a beast with 7 heads, Da hat not man- 8. da hat man ein Tier mit 7 Häuptern. Talks about an 8, Und es redet da um einen Achten. and it Über einen says Achten. the 8 is of the 7. Es sagt, das 8. ist von den 7. Number 8 Nummer 8 is number 7. ist eigentlich der 7. Easy to show that. Es ist einfach, das zu zeigen. But it says it's one of the 7. Aber es sagt, es ist einer der 7. Which one of the 7 is it? Welcher der 7 ist es denn? Without you doing any analysis, Ohne dass ihr irgendeine Analyse da macht. if you know that Sardis Wenn ihr wisst, dass Sardis is the same as Laodicea, gleiche ist wie Laodicea and Laodicea is number und 7, Laodicea Nummer 7 ist, and Sardis is number, La 5. Sardis ist Nummer 5 then when in Revelation it says the 8 is of the 7, und wo es dann in Offenbarung 17 sagt, dass der 8. von den 7 and ist the 8 is actually number 7, und es eigentlich Nummer 7 ist, what number is it also? welche Nummer ist es denn auch? It's number 5. Ist Nummer 5. That's without even understanding Revelation 17. Das ist einfach, ohne dass man überhaupt Offenbarung 17 versteht. You can just do that through this analogy. Man kann das einfach nur durch dieses Bild hier aufzeigen. If 5 equals 7 in Revelation 3, Wenn 5 gleich 7 ist in Offenbarung 3, 5 equals 7 in Revelation 17. dann ist auch Offenbarung 17, da ist auch die 5 gleich die 7. So we've addressed this issue about the relationship of the first and the third. Wir haben das Problem der Verbindung des ersten und dritten Engels adressiert.
We'd already summarized. Wir haben bereits The zusammengefasst, third comes before harvest. dass der dritte vor der Ernte kommt. It ends at the close of probation. Es endet am Ende der Gnadenzeit. Then we come to this modeling Dann kommen wir zu diesem Muster. and we see that the third angel Wir sehen, dass der dritte Engel arrives in October 44, im Oktober 1844 ankommt. long before the Lang- Sunday law. Lange vor einem Sonntagsgesetz. We then see, Dann sehen wir according to 277, in Bezug auf Seite so early 277, writings 277, also es ist Early Writings Seite 277 and the great und der controversy, große Kampf, chapter 38, beginning page 603, Kapitel 38 anfangend auf Seite 603, that the empowerment of the third occurs at the Sunday law. dass die Bekräftigung des dritten Engels am Sonntagsgesetz passiert. So what we can do, Und was wir nun tun können, working with the third angel, wenn wir mit dem dritten Engel darum gehen, is see the end is the close of probation, ist das Ende der Gnadenzeit the empowerment und die Bekräftigung is the Sunday law, ist das Sonntagsgesetz. and then we have to go to find where the third is, Und dann its müssen, arrival. dann müssen wir herausfinden, wo die Ankunft des dritten ist. We know Wir wissen, it's October 22nd, 1844, es ist der 22. Oktober 1844. but what we want to do Aber was wir tun möchten, is find out in this model where it would be. ist in dieser Zeitperiode, wo ist es? So I've said Also ich habe gesagt, that it's here at the beginning of the former rain, es ist hier am Anfang des Frühlings. and I didn't prove that. Und ich habe das noch nicht, Giving you no evidence for that at the moment. ich habe noch keine Beweise dafür gegeben. I stated that as a fact. Und ich habe das einfach nur als ein Fakt So so what we gesagt. want to do Also was wir tun is möchten, try to find a story or a model to verify this. ist, dass wir ein Muster, ein Modell finden würden, um dies hier zu beweisen. Once we do that, Und wenn wir das tun, we now have a model that has integrity. haben wir nun ein Muster, ein Modell, das jetzt Wertigkeit hat. We have a comprehensive model Es ist ein umfangreiches Modell, based upon the nature of man, basierend auf der Natur des Menschen, based upon the agricultural cycle, basierend auf dem Zyklus der based upon all of this information that we have, Landwirtschaft und basierend auf der Information, die wir hier alle haben, that we can accurately trace the work of the third angel. dass wir die Arbeit des dritten Engels wirklich festhalten And können. the only one piece of information that's missing, Und der einzigste Informationsstück, was wir noch nicht haben, we know that 3a ist, dass wir wissen, dass 3a is here. hier ist. That's clear. Das ist deutlich. What we don't know Was wir nicht wissen, is if that's marking the beginning of the former rain. ist, ob das die Ankunft des Frühregen oder die Anfang des Frühregens markiert. That's what we want to do. Das ist, was wir tun möchten. So, people have been troubled Leute haben Probleme gehabt because of the picture work that we have here, wegen dem Bild, was wir hier drüben haben, where we've put the arrival of the third in 2014. wo wir die Ankunft des dritten Engels in 2014 markiert The hatten. reason why we use that loose language Und der Grund, warum wir diese lockere Sprache benutzen, is because we want to do 1, 2, 3. ist, weil wir 1, 2, 3, 2, 3 machen wollen. So, just to show you this Einfach, um euch das nur aufzuzeigen in sequence, in der Abfolge. so we have the arrivals and the empowerments in this sequence. It's a nice looking pattern. Also wir haben hier diese Ankunft und die Bekräftigung in der Reihenfolge und es ist ein nett aussehendes Muster. So, we can glean some truth here. Wir können hier einige Wahrheiten herausziehen, But what we must remember, aber was wir uns erinnern that müssen, this is not taken from inspiration. dass dies nicht von der Inspiration genommen wird. And this is the point that I want us to come to realize. Und das ist der Punkt, den ich möchte, dass wir realisieren, That we have to stop thinking about a model such as this dass wir aufhören müssen, über ein Modell wie das folgende ausschauen, as being a thus saith the Lord or an inspired position. als wäre das hier eine inspirierte Aussage oder ein So sagt der Herr. Pause that thought. Zu diesem Gedanken mal Ellen White pausieren. will tell you Ellen White wird euch sagen, she's alive. sie ist am Leben. When she speaks about the word of God, Und wenn sie über das Wort Gottes spricht, what is she referring to? worauf bezieht sie sich? The Bible. Die Bibel. The Bible and the Bible only. Die Bibel und die Bibel allein. She puts her work Sie tut ihr Werk underneath the Bible, unter die Bibel stellen.
When we look at her work, Wenn wir an ihr Wort herangehen, we ignore her dann statements tun wir ihre Aussagen ignorieren and say, no, und sagen, nein, her work goes on the same level as the Bible. ihre Schriften sind auf der gleichen Ebene wie die Bibel. Are we correct to do that? Ist es korrekt, dass wir das so tun? Of course we are. Ja, natürlich. Based upon what principle or idea? Basierend auf welchen Prinzipien oder welche Idee? We'll go back to the story of Jeremiah. Gehen wir zurück zu der Geschichte von Jeremia. Jeremiah has written a document. Jeremia hat ein Dokument geschrieben. Here it is. Hier ist es. Here's his document. Hier ist dieses Dokument. And what is King Jehoiakim going to do? Und was tut König Jehoiakim? So he's got two documents. Er hat zwei Dokumente. He's got the Pentateuch, Pentateuch. books of Moses, Er hat hier nämlich die Gesetze oder das Bücher Mose and the book of Jeremiah. und das Buch dann von Jeremia. Would he chop this one up? Hätte er dies hier zerstört, He's a wicked king. er ist ein böser König, Would he chop this one? würde das hier auseinanderschneiden? Nein. Will he chop this one? Würde er dies auseinanderschneiden? Why? Warum? What's the Was difference? ist der Unterschied? Moses is here, Moses ist hier, Jeremiah is here. Jeremia ist hier. He does not recognize the authority of this document, Er kennt diese Autorität dieses Dokumentes nicht an, at least not at the same level as the works of Moses. zumindest nicht auf der gleichen Ebene wie die Werke von Mose. Jump forward 500 years. Gehen wir 500 Jahre dann weiter in die Zukunft. Paul Paulus writes a letter tut einen Brief schreiben to the Romans zu den Römern or to the Galatians, oder den Galatern. and he says all of this Und information. er sagt all diese Informationen. Is this the same as the 39 books, Ist es das gleiche wie die 39 Bücher, the Bible? die Bibel? Is this a thus saith the Lord? Ist das ein so sagt der Herr? Of course it's not. Nein, natürlich nicht. This is Paul. Das ist Paulus. This is the prophets. This is the word of God. Das ist hier der Prophet. Das ist das Wort Gottes. If you go to Jerusalem, to the council, Wenn man zu Jerusalem geht, zum Hohen Rat, and Paul says, und Paulus sagt, this is a thus saith the Lord. das hier ist ein so sagt der Herr. I wrote this to the Galatians. Ich habe das den Galatern geschrieben. What did the people at the Jerusalem council think? Was würden die Leute denn im Rat in Jerusalem sagen? Of course, Paul, Natürlich, you're the Paulus. prophet of God. Du bist der Prophet Whatever you Gottes. say Was auch immer du sagst, is a thus saith the Lord. ist ein so sagt der Herr. They don't say that. Die sagen das nicht. They say, go out, Die cut sagen, your hair and obey us. Geh nach draußen, schneide dein Haar und tu uns gehorchen. You're nothing special. Du bist nichts Besonderes. So their relationship with Paul's writings Also ihre Verbindung mit Paulus Schriften is not the same as our relationship Es with ist- Paul's writings. ist nicht die gleiche Verbindung, die wir oder Bezug, den wir mit zu Paulus Schriften haben. Jump forward 1800 years. Gehen wir nochmal 1800 Jahre zu weiter dann. This is William Miller's writings, and here's the Bible. Das sind die Schriften von William Miller und jetzt haben wir die Bibel. Which one would you ignore? Welches würdest du ignorieren? William Miller. William Miller. You don't care about who William Miller is. Du kümmerst dich nicht darum, wer William Miller ist. You jump forward 200 years Geht man nochmal 200 Jahre or even zurück less. oder sogar weniger. Ellen White's going to take his writings Ellen White wird seine Schriften nehmen and she's going to promote them to the level und wird sie auf die gleiche Ebene stellen, of a thus saith the Lord. wie ein so sagt der Herr. And that's how we approach the spirit of prophecy. Und das ist, wie an den Geist der Weissagung It herangehen. all depends upon the context. Es basiert alles auf den Kontext. So, Also, when we start looking at this, wenn wir anfangen, das hier zu betrachten, who has the authority to draw stuff like that? wer hat denn die Autorität, solche Dinge hier zu zeichnen? Because Ellen White didn't say that. Denn Ellen White hat das nicht She said something gesagt. completely different. Sie sagt etwas komplett anderes. What are we saying? Was sagen wir denn? We teach this, Wir lehren das. and when we say this, is this a thus saith the Lord? Und wenn wir das sagen, ist das ein so sagt der Herr? Who would dare say that? Wer würde sich Who das would dare say anmaßen, this is so a zu thus sagen? saith the Lord? Wer würde sich anmaßen zu sagen, das ist ein so sagt der Herr? Some people would. They put their hand up. Ein Amen. paar Leute haben ihre Hände gehalten. Generally, Generell we gesprochen don't consider it that way. tun wir das eigentlich nicht so betrachten. You don't consider these presentations Wir tun nicht diese Präsentation ansehen or notes that I might give you. You don't consider that a thus saith the Lord. oder die Notizen, die ich euch eventuell gebe, als wären das ein so sagt der Herr. You just say, he said that. Gesagt, er hat das gesagt.
He might be wrong, he might be right. Take it or leave it. Mag vielleicht richtig sein, vielleicht falsch, nehm es an oder lass es laufen. For that reason, Für diesen Grund, Paul, Paulus, whenever he develops an argument, what will he say? wenn er immer ein Argument aufbringt, was wird er sagen? It is written. Es steht geschrieben. Which means what? Was bedeutet? Go back to a prophet. Geht zurück zu einem Propheten. That's what I'm suggesting we do. Und das ist, was ich vorschlage, was wir You tun. go first back to the prophet, Man- Ellen White. Geht erst zurück zu dem Propheten Ellen White. Ask her what she means, Man fragt sie, was sie meinte, and then we do what Paul does. und dann tun wir, was Paulus macht. We change the data. Wir tun die Informationen austauschen. We take those words Wir nehmen diese Worte and we change them. und wir verändern Now sie. you know that Paul does that, don't you? Und wir wissen, dass Paulus das macht. Wissen wir das nicht? Hebrews chapter 8. Hebräer Kapitel 8. In closing, let's turn there. Im Abschluss, lasst uns da hingehen. Hebrews chapter 8. Hebräer Kapitel 8. Verse 10. Vers 10. Hebrews 8 verse 10. I want to pick up one phrase. Hebräer 8, Vers 10. Wir werden hier auf einen Satz aufmerken. After those days. Nach diesen Tagen. So, if you go to verse 1, Wenn man zu Vers 1 geht. what's the summary or the conclusion of all of this? Was ist denn die Zusammenfassung, die Schlussfolgerung von all dem? Jesus Jesus is the high priest. ist der hohe Priester. Verse 6. Vers 6. He's obtained a more excellent ministry. Er hat einen erhabensten Dienst erlangt. He will mediate a new covenant. Er wird einen neuen Bund vermitteln. Verse 10. Vers 10. When does all this stuff happen? Wann passiert all diese Dinge? After those days. Nach jenen Tagen. What days is Paul referring to? Auf welche Tage bezieht sich Paulus? No, Nicht Jeremia 31. he's not referring to that. Bezieht sich nicht darauf. My question is, which days is he referring to? Auf welche Tage bezieht er sich? Not which days he's quoting. Nicht welche er Tage zitiert. Daniel 9? He's referring to Daniel chapter 9, Er bezieht sich auf Daniel 9. the 490 years or 70-week prophecy. Die 490 Jahre oder diese Zeitprophezeiung der 70 Wochen. After those days, Nach jenen Tagen God's going to clean up all of these issues. wird Gott all diese Probleme hier lösen. But which Bible verse is he referring to? Aber auf welchen Or is he Bibelvers, quoting? welchen Bibelvers zitiert er denn hier? He's quoting from Jeremiah chapter 31. Er zitiert hier von Jeremia 31. And in the original context, what days are those? Und im ursprünglichen Kontext, was für Tage sind das? It's the 70-year captivity. Die 70 Jahre Gefangenschaft. In the original, it's a 70-year captivity. In der Ursprung ist die 70 Jahre der Gefangenschaft. Paul Paulus is going to take that same verse nimmt diesen gleichen Vers and change it und verändert es and make it Daniel 9. und macht es zu Daniel 9. Would you feel comfortable if I did that? Würdet ihr das gut finden, wenn ich das tun würde? Do you feel comfortable that Paul does that? Ist es okay, wenn Paulus das macht? He takes verses and he changes them. Er nimmt Verse und verändert sie. He goes to the book of Amos Er geht zu dem Buch Amos and he says, und er sagt, the people who are not my people, die Leute, die nicht mein Volk sind, those strangers, diese Fremde, I'm going to make them my people. ich werde sie zu meinem Volk machen. Paul says that. Und Paulus sagt das. And he says that's talking about who? Und er sagt, das handelt über wen? Who are not God's people that become his people? Wer ist denn nicht Gottes Volk, das dann Gottes Volk wird? The Gentiles. Die Heiden. He quotes Amos. Er zitiert Amos. And who's Amos talking about? Und über wen handelt denn Amos? Spricht Amos? It's not the Gentiles. Es sind nicht die Heiden, It's the 10 tribes. es sind die 10 Stämme. Israel, Ephraim. Ephraim. So he changes inspiration. Also er tut die Eingebung verändern. And do you have a problem with that? Und habt ihr ein Problem damit? Perhaps you never thought about it. Vielleicht hat man darüber nie gedacht.
But when we do think about it, Aber wenn wir darüber nachdenken most of us are going to say, sure, he's a prophet. He can do what he wants. und sagen, ja, das kann er machen, er ist ja ein Prophet, er kann alles machen, was er will. You go back to his history, Wenn man zurück zu seiner people Zeit are geht, struggling with his message da haben Leute wirklich Probleme mit in the seiner movement Botschaft. and in the church and in the world. In der Bewegung, in der Gemeinde und in der Welt. Today, Heute we're going to take Ellen White quotes nehmen wir Zitate von Ellen White and we're going to change them, und wir verändern sie. twist them Wir verdrehen sie to our own end. zu unserem Ende hingehen. Guess what? Und We have problems weißt du was? Wir haben in Probleme the movement, in der in the Bewegung, church, in der and in Gemeinde the world. und in der Welt. Because people say, Denn Leute sagen, Paul is allowed to do that. Paulus ist erlaubt, dies zu tun. Ellen White is allowed to do that. Ellen White darf das tun. But who made you? Aber wer hat dich denn kreiert? Who made you to have that authority? Wer hat dir die Autorität dafür gegeben? And we don't have a good answer to that Und wir haben keine wirklich gute Antwort darauf. because people aren't prepared to say Denn Leute sind nicht vorbereitet darauf, who and what they are. zu sagen, wer und was sie sind. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we ask you for your protection and watch care. wir bitten dich für deinen Schutz. Please guide and guard us Bitte leite uns und as bewahre we uns, wrestle with these truths, während wir mit diesen Wahrheiten ringen, understanding our relationship to inspiration. dass wir unsere Verbindung zu der Inspiration verstehen können. Bless us Segne uns and be with us, especially during this camp meeting. und sei mit uns, vor allem während dieses Camp-Meetings. The week goes so fast. Die Zeit geht so schnell vorbei. We think we have plenty of time, Wir denken, dass wir ausreichend Zeit haben, but the days slip away. aber die Tage gehen so schnell vorüber. Each of us have prepared for weeks to come to this camp. Jeder von uns hat Wochen sich darauf vorbereitet, zu diesem Camp-Meeting zu kommen. May we not waste our precious opportunities here. Mögen wir nicht unsere Möglichkeiten hier verschwenden. Help us to remain attentive, to stay awake. Helfe uns hier aufmerksam zu bleiben We ask for strength und wir bitten dich für Stärke, so we might not be distracted by the work of the enemy. dass wir nicht von dem Werk des Feindes abgelenkt werden. Lord, we need to understand. Herr, wir müssen verstehen, You want to teach us. was du uns lernen möchtest. May we come together with you Mögen wir mit dir zusammenkommen, so that your will might be fulfilled. dass dein Wille erfüllt wird. In Jesus' name. In Jesu Namen.